Dein Laptop ist zu schwach, um die Stemp-Funktion in Virtual DJ wirklich effektiv zu nutzen. Dann gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, und zwar, was wäre denn, wenn du deine Stems zu Hause vorbereitest und die fertigen Stems dann einfach auf deinem Laptop mit auf deinen Gig nimmst, dass du sie nicht vor Ort live vorbereiten musst. Wie das Ganze funktioniert, das erkläre ich dir jetzt hier in diesem Video. Viel Spaß! Mein Name ist Mike. Ich bin Hochzeits- und Event-DJ. Früher, da war ich in Clubs und Diskotheken unterwegs. Heute bin ich der Spezialist für grandiose Hochzeiten und erstklassige Events. Hier auf meinem Kanal zeige ich dir, wie auch du als DJ starten kannst. Lerne von meinen Erfahrungen, Fehlern und Tipps und begleite mich durch meinen DJ-Alltag. Hey Freunde, was geht ab? Hier ist der Mike und herzlich willkommen zu einem weiteren Video rund um Virtual DJ. Ich habe euch ja schon ein Virtual DJ 2023er Update-Video gegeben mit der brandneuen Stemp-Funktion und habe euch sogar noch erklärt, welche Einstellungen ihr vornehmen müsst, falls euer Laptop nicht stark genug ist, um die Stems live umzusetzen. Falls du diese Videos nicht kennst, empfehle ich sie dir hier auf meinem Kanal nochmal anzusehen und ansonsten natürlich auch ein Abo dazulassen, wenn du dich für mehr Anleitung, Tipps und Tricks rund um das DJing und Virtual DJ interessierst. Und in diesem Video möchte ich euch einen kleinen Hack, einen kleinen Trick mit an die Hand geben, an das viele am Anfang noch gar nicht gedacht haben zum Thema Virtual DJ und Stemp-Funktion, denn ich habe viele Kommentare gelesen, wo auch drin kam: Oh mein Gott, ich habe mir gerade erst einen neuen Laptop gekauft, jetzt muss ich mir schon wieder einen neuen kaufen, weil er für die Stemp-Funktion einfach noch nicht stark genug ist. Da sage ich, Freunde, alles Quatsch. Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, die Stems trotzdem zu benutzen, und das zeige ich euch jetzt mal, und dafür nehme ich euch mal mit auf meinen Monitor. Und zwar ist es ja so, dass ihr eure Lieder ja ganz einfach hier in diesen Stem-Ordner mit reinziehen könnt, der hier unten links vorhanden ist, und dann werden sie ja live vorbereitet. Also nicht, dass ihr erst, wenn ihr ein Lied in den Player zieht, dann im Hintergrund die Stems erst vorbereitet werden, sondern ihr zieht sie unten links in dem Stems-Ordner und dann werden sie ganz einfach dort vorbereitet, einmal analysiert, dann laufen hier die Prozente mit durch. Und dann landen sie in dem vorbereitet Ordner mit drin und ihr könnt sie verwenden. Viele machen das im Vorfeld zum Beispiel schon auf ihrem Laptop. Aber natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr einen leistungsstarken Rechner oder Computer vielleicht zu Hause habt, das alles zu Hause schon vorzubereiten und dann einfach die fertiggestellten Stem-Dateien mit auf euren Laptop und mit auf euren Gig zu nehmen. Denn das Krasse daran ist, dass Virtual DJ in dem Ordner, in dem eure Originallieder drin sind, nach einer Stem-Analyse eine eigene Datei mit anlegt, die mp3.vdj-stems heißt, und das ist die fertige Stem-Datei. Und die könnt ihr jetzt einfach nehmen und kopieren und dann mit auf den Laptop rübernehmen, auf dem ihr im Endeffekt auch eure Gigs spielt. Das Wichtige dazu zu sagen ist, dass so eine Stem-Datei ungefähr 3,5 mal größer ist als die Original-Audiodatei. Das heißt, macht ihr das mit vielen Hunderten oder Tausenden Titeln, dann braucht das natürlich auch enorm an Speicherplatz. Aber nehmt ihr die fertige Datei mit hin, dann habt ihr eure Audiodateien schon als Stems vorbereitet und könnt sie auf dem Laptop dann ganz einfach verwenden. Yes, liebe Freunde, viele machen es sogar so, dass sie zu Hause ihre Musik-Library mit der Stem-Funktion einfach dauerhaft durchlaufen lassen. Das dauert dann schon einiges an Zeit, und dann die fertigen Stem-Dateien einfach auf den Laptop mit rübernehmen, mit auf den Gig nehmen. Dann ist ja schon alles vorbereitet und dann muss euer Laptop nichts mehr live machen. Er braucht keine großartigen Ressourcen, und so könnt ihr das unter anderem auch mit einem älteren Laptop verwenden. Yes, und wenn ihr diesen Trick noch nicht kanntet, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, dass ich weiß, dass es euch gefallen hat. Und ich möchte euch noch mal auf ein kurzes Angebot hinweisen, denn meinen Virtual DJ Like a Pro Videokurs, das ist ein Videotraining rund um Virtual DJ, wo ich euch alle Funktionen bis ins Detail erkläre. Da sind bestimmt viele Dinge dabei, die wisst ihr noch gar nicht, dass die da überhaupt mit drin sind. Und das erkläre ich euch alles in dem Videokurs. Diesen Videokurs gibt es normalerweise für 200
325 €. Aktuell läuft aber noch die Aktion, wo du dir diesen Videokurs für nur 39 € sichern kannst. Das komplette Videotraining mit allen Videos, mit allen Bonusinhalten mit drin. Freunde, das lohnt sich so richtig, wenn man mal professionell mit Virtual DJ arbeiten möchte. Wenn das was für dich ist, dann klick mal unten in die Videobeschreibung mit rein. Dort findest du dieses Videotraining. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Einschalten, Freunde, und wir sehen uns in den nächsten Videos schon wieder. Mach's gut, bis dann, der Mike.